Hallo und herzlich willkommen hier auf Dino Adventure. Heute nehmen wir euch mit in die Untiefen Yucatans. Wir tauchen ab in verschiedenste Höhlensysteme der mexikanischen Halbinsel, wo dem Glauben der Mayas nach die Götter der Unterwelt leben. Eintreten in die Hallen der Maya-Götter kann man über die sogenannten Zenoten. Dies sind Öffnungen, durch die man in das größte zusammenhängende Unterwasserhöhlensystem der Welt gelangt. Die Zenoten der Yucatan-Halbinsel werden heute auf bis über 6000 geschätzt und der Großteil des Höhlensystems ist noch bis heute unerforscht. Während wir heute selber in wenige dieser traumhaft schönen Wasserlöcher und deren Höhlensysteme abtauchen werden, möchten wir euch natürlich auch ein wenig über die Zenoten, in die wir eintauchen werden, erzählen. Wir sind Steffi und Carsten und seit Mai 2019 reisen wir in unserem Expeditionsmobil namens Dino entlang der Panamericana. Bestimmt nicht die letzte große Reise, welche wir mit euch teilen werden. Um 7 Uhr morgens ging es bereits los. Im ersten Schritt die mit Pressluft gefüllten Tauchflaschen von der Füllstation abholen. Und gleich im Anschluss erstmal in der nächsten kleinen Taco-Bude frühstücken. Schmeckt? Eben was frühstücken. Mit dem vollbeladenen Pickup von Tobi geht es nun weiter Richtung Küste. Die Zenote, welche wir als erstes betauchen werden, liegt nämlich nur wenige Meter vom Strand weg und hat somit einen verhältnismäßig hohen Salzgehalt, weshalb hier auch einige Meeresbewohner anzutreffen sind. Der Name der Zenote ist übrigens Casa-Zenote. Ja, hier sind wir jetzt direkt an der Zenote, die auch eine Verbindung zum Meer hat. Da kann man aber nicht durchtauchen, könnte man schon, ist aber verboten wegen der Strömung, weil das wohl zu krass sein soll. Ja, und das Besondere an dieser Zenote hier, die heißt übrigens Casa-Zenote und hier ist ein Krokodil drin und ein paar Salzwasserfische wie dieser Tapun hier vorne. Und das sind Fische, die können unglaublich groß werden. Und es geht dann gleich da hinten in so einem noch da hinten weiter. Man kann so ein bisschen unter den Mangroven durchtauchen. Und wenn man Glück hat, dann sieht man das Krokodil. Und ich hoffe, wir sehen es auch. Ist gar nicht mal so klein, das Krokodil, oder? Wie groß soll das sein? Es ist jetzt fast, ich würde knapp sagen, 2 Meter. Ja, es ist streng genommen, sagen alle Krokodil hier dazu, es ist aber wahrscheinlich ein Alligator. Okay. Pancho heißt aber er. Ist satt, ja? Ist satt, wir sind ja ein bisschen später, hat heute Morgen schon gegessen. Okay. Der Witz ist, ich habe natürlich die Kamera mitgenommen. Wir müssten jetzt für die Kamera mehr bezahlen, wie wir als Eintritt bezahlen. Das ist schon Hammer. Aber gut, verzichten möchte ich auf die Kamera trotzdem nicht. Also kommen wir leider nicht drum rum. 500 Pesos kostet der Spaß jetzt, nur die Kamera mitzunehmen. Und 200 Pesos pro Person Eintritt hier zum Tauchen gehen. Leider ist durch die hohe Luftfeuchtigkeit und den extremen Temperaturunterschied der Außentemperatur und der Wassertemperatur mir gleich nach dem Abtauchen die Linse beschlagen. Zum Glück hatte ich als Weitwinkeloption noch die kleine 360-Grad-Kamera etwas versteckt in meiner Tasche mit dabei. Der Beschlag an der Hauptkamera ging dann nach ca. 10 Minuten Gott sei Dank auch irgendwann wieder weg. Und ich konnte hiermit wenigstens noch ein paar Nahaufnahmen der Tierwelt von unter Wasser machen. Das hier ist übrigens eigentlich eine Salzwasserkrabbe. Die scheint sich aber in dem Süß- bzw. Brackwasser der Zenote auch ganz wohl zu fühlen. Wir durchtauchen die Tunnelsysteme der Zenote. Hierbei sind wir oft nicht tiefer wie 6 bis 8 Meter. Jedoch haben wir an einigen Stellen oft weite Strecken, welche wir zurücklegen müssen, ohne dass wir die Möglichkeit hätten aufzutauchen. Über uns entweder ein massives Korallengestein oder eine dichte Wurzeldecke der Mangroven.
in der sich besonders kleinere Fischarten oder auch die Babys der großen Räuber ganz wohl fühlen. Hin und wieder öffnet sich dann auf mysteriöse Art und Weise die Wurzeldecke der Mangroven und wenn man hier auftauchen würde, würde man sich irgendwo mitten im Mangrovendschungel wiederfinden. Ein Stückchen weiter, wo es dann endlich wieder ein bisschen lichter über unseren Köpfen wurde, zeigte uns Tobi dann an, dass wir nun mal auftauchen sollten. Hier liegt der halbstarke Alligator Pancho mit weit aufgerissenem Maul und sonst sich gemütlich auf dem Felsen. Nach einer kurzen Pause bei unserem neuen scharfzahnigen Kumpel machten wir uns dann wieder auf den Rückweg. Wir wollten heute schließlich noch eine Zenote betauchen. Hier zeigt Tobi Steffi eine vermutlich schon jahrtausendalte und im Stein verwachsene Korallenstruktur, welche man mittlerweile wieder im Gestein erkennen kann. An dieser Stelle kann man ganz gut erkennen, dass sich das schwerere Salzwasser aufgrund des Temperaturunterschiedes von nur 1 bis 2 Grad Celsius an manchen ruhigeren Orten nicht gleich mit dem leichteren Süßwasser vermischt. Durch die unterschiedliche Dichte der beiden Gewässer entsteht dieser etwas verrückt aussehende, knisternde Schleier, welcher manchmal den Eindruck erscheinen lässt, als würde man in eine andere Dimension hineinblicken. Hier scheint es so, als würden gerade 2 Tapune das etwas wärmere Salzwasser unterhalb des Schleiers genießen. Neugierig wie ich bin, muss ich natürlich in jede noch so kleine Höhle einen Blick hineinwerfen. Doch in den Zenoten oder generell in Höhlen und Grotten sollten auch erfahrene Taucher vorsichtig sein. Einmal falsch abgebogen, zweimal im Kreis gedreht und die Orientierung ist verloren. Ein unschöner Gedanke, wenn man weiß, dass die Höhle in die falsche Richtung noch mehrere Kilometer weiter reichen könnte. Zur Erinnerung, die Zenoten Yucatans sind die Eingänge der Unterwelt und gehören somit zu dem größten zusammenhängenden Unterwasserhöhlensystem der Welt. Zu dritt und somit in derselben Anzahl, wie wir den Tauchgang begonnen haben, beenden wir ihn wieder. Keiner wurde vom Krokodil gefressen. Ende gut, alles gut und weiter geht's zur nächsten Zenote. Wie mal wieder typisch für mich, hat mich die Unterwasserwelt anscheinend so sehr fasziniert, dass ich völlig vergessen habe, auch mal Bilder von über Wasser zu machen. Deshalb hier eben 2 Aufnahmen aus dem Internet. Denn ganz besonders die nächste Zenote ist nicht nur für Taucher, sondern auch für Schnorchler und Schwimmer ein echtes Paradies. Hier waren wir nur wenige Wochen, bevor wir, ausgerüstet mit Presslufttanks und unserem Guide Tobi, die Höhlen dieser Zenote erkundet haben, nämlich schon einmal, und zwar mit unseren Eltern und dem Schweizer Freitauchlehrer Dino. Ja, so heißt er wirklich. Ein witziger Zufall, der gleich das Eis gebrochen hat. Mit ihm haben wir auch die ein oder andere Zenote apnoe, was heißt mit nur einem Atemzug erkundet. Ein äußerst bedrückendes und beengendes Gefühl, wenn man weiß, dass man nicht überall gleich wieder auftauchen könnte. Andererseits war es aber auch gleichermaßen ein unglaublich befreiendes Gefühl, ohne großes Equipment in die stille Tiefe einer Höhle abzutauchen, mit dem einzigen Ziel vor Augen, das kleine Licht am Ende der Höhle oder des Tunnels zu erreichen. Bevor es jedoch ohne Ausrüstung an die wirklich anspruchsvollen Höhlen ging, haben wir mit Dino erstmal etwas im Freien und mit kleinen Hindernissen geübt. Die Zenote Jardin der Eden, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist nämlich perfekt geeignet,
auch für Anfänger des Freitauchens, und bietet einige schöne Objekte und Hindernisse zum Durchtauchen oder einfach nur gerade mal kurz in die Höhle hineinzuschnuppern. Der Held in Unterhosen hier ist übrigens mein Vater, der auch gerne frei taucht. Das Besondere an dieser Zenote ist übrigens auch ihre Nähe zum Meer. Nun liegt sie zwar deutlich weiter im Landesinneren wie die letzte, hat jedoch den einen oder anderen Tunnel, welcher mit dem Salzwasser im Meer in Verbindung steht. Diese Verbindungen zum Meer sind verantwortlich für einen konstanten, aber sehr niedrigen Salzgehalt. Dies und dass die Zenote eine solch große Öffnung hat, wo viel Sonnenlicht eintreten kann, ist dafür verantwortlich, dass sie quasi vor Leben sprudelt. Neben vielen wunderschönen und bunten Fischarten trifft man hier mit etwas Glück auch auf die ein oder andere Schildkrötenart. Doch bevor wir gleich in die nächste Zenote abtauchen, spulen wir auf der Zeitachse nochmal 2 Wochen vor und schauen zusammen mit Tobi, was der Garten Eden noch so für Gerätetaucher zu bieten hat. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass ich in meinem Leben zuvor noch nie so ein schönes Lichtspiel gesehen habe. Denn es unter Wasser auf der anderen Seite der Höhle macht die Zenote ihrem Namen alle Ehre: Jardin del Eden. Auf Spanisch sagt man Jardín del Eden, was zu Deutsch heißt der Garten Eden. Ich habe mir anfangs nie Gedanken darüber gemacht, aber als ich das Lichtspiel sah, dachte ich, Gardine des Eden würde doch besser passen. Hier kann man wieder sehr gut den Halo-Kleinen-Schleier erkennen. Die Stelle, wo das leichtere Süßwasser aufhört und das etwas schwerere Salzwasser anfängt. Wenn man mal ein bisschen zu faul zum Tarieren ist,
kann man den Halo Klein auch ganz gut zum Tarieren ausnutzen. Man tiriert sich einfach ein bisschen schwerer ins Süßwasser rein und lässt sich dann von dem schwereren Salzwasser auffangen. Diese Methode hat den Vorteil, dass man ganz leicht zwischen den beiden Schichten herschweben kann. Allerdings auch den großen Nachteil, dass man kaum was sieht. Wenn sich nämlich die beiden Schichten vermischen, entsteht ein Schleier, durch den man kaum etwas sehen kann. Die nächste Zenote sticht nicht nur mit ihrer spektakulären Farbe hervor. Sie hat auch einen für fortgeschrittene Freitaucher geeigneten, ziemlich langen Höhlenabschnitt, der mich definitiv physisch sowie psychisch an meine Grenzen gebracht hat. Hier sollte man nun auf keinen Fall die Orientierung verlieren, denn sonst hieße das nichts Gutes. Denn um mich dort zu retten, wäre auch Dinos Atem an seine Grenzen gekommen. Vertrauen. Doch bevor es ans Eingemachte geht, begleiten wir den Rest der Bande durch die Chicken Choice Variante, zu dem kleinen Ausstieg, welchen auch wir später erreichen wollen. Nur ist es hier nicht nötig, den Atem anzuhalten. Stattdessen kann man sich gemütlich mit einer Schwimmnudel durch die Höhlen treiben lassen, ohne den Kopf untertauchen zu müssen. Nur wer an Platzangst leidet oder Angst vor Fledermäusen hat, sollte auch hier lieber draußen bleiben. Dies hier wäre dann der Ausstieg, den man auch irgendwie von einer anderen Richtung, nur ohne die Möglichkeit Luft zu holen, erreichen kann. Wir tauchen ab in der Hauptzenote und der Plan ist es, an einer anderen, deutlich kleineren Zenote wieder aufzutauchen, um von dort aus durch den Dschungel zurück an die erste Zenote zu wandern. Jetzt heißt es noch einmal tief Luft holen. Die nächsten 80 bis 100 Meter gibt es keine Möglichkeit mehr aufzutauchen. Die einzige Orientierung, der kleine Lichtstrahl, der am Ende des Tunnels am Eingang der Zenote hineinstrahlt. Den sieht man jedoch erst, wenn man die Hälfte der Strecke bereits zurückgelegt hat. Das Wichtigste hier jetzt, Ruhe bewahren und auf keinen Fall falsch abbiegen. Alles gut, ich habe nur den Lichtstrahl gefunden und wir können sorglos weiter paddeln.
Da wir nun keine Lust hatten, barfuß durch den Dschungel zurückzulaufen, haben wir uns gedacht, wir tauchen denselben Weg wieder zurück, wie wir gekommen sind. Doch nach mehrmaligem Versuchen mussten wir feststellen, dass wir den Weg zurück nicht mehr finden, weil der Eingang der anderen Zenote einfach zu dunkel war und kein Licht hineinstrahlte. Nachdem nun jeder von uns zweimal vergeblich versucht hat, den Weg zurückzufinden, haben wir uns dann sicherheitshalber doch dazu entschieden, den Chicken Choice zurückzupaddeln. Hier ist noch eine kurze Aufnahme einer fast komplett geschlossenen Zenote. Und ich hätte noch einiges mehr an Videomaterial von weiteren Zenoten. Jedoch habe ich mich dazu entschieden, es bei den für mich spektakulärsten und einzigartigsten zu belassen. Wir haben uns nun von unseren Eltern und unseren beiden Tauchbuddies verabschiedet und machen nun ein wenig Playa del Carmen unsicher, bevor es weitergeht in Richtung Grenze Guatemala. Lecker. Guck mal, die Alten brauchen alle eine Brille, um die Gräten zu finden. Lustig. So, hier haben wir die letzte Nacht verbracht, etwas außerhalb von Playa del Carmen an einem Strand. Und ich gehe jetzt gleich unser Mittagessen besorgen. Oder unser Abendessen, eher gesagt. Hier ist die Plunge Area. Das ist alles eingezäunt mit diesem Bojenzaun da. Und wir gehen jetzt etwas links davon. Da links in der Palapa, da sitzen immer ein paar Typen vom Militär. Die habe ich gestern schon gefragt, ob das hier erlaubt ist, fischen zu gehen. Und er meinte, ja, ist kein Problem. Ist kein Naturschutzgebiet hier. Na, das wäre wenigstens mal ein anständiger Happen an Fisch. Und tschüss, dann bis zum nächsten Mal. Eine echt schöne Begegnung. Aha, das hier sind schon eher die Fische, die ich zum Essen suche. Hier noch ein kleiner Stachelrochen, aber nein, auch der wird nicht zum Essen geschossen. Und auch nicht aus Spaß, selbstverständlich.
Der Kollege hier, genauso wie der links im Bild. Ein Triggerfisch, super Speisefisch, wenig Gräten und super lecker. Den muss ich haben. Am besten alle beide. Da nur unbedingt mit den Zähnen aufpassen, die können nämlich verdammt fies beißen. Einmal nicht aufgepasst und der Finger könnte ab sein. Noch einmal nachladen, ich würde sagen, einer geht noch, dann müssten wir davon eigentlich satt werden. Die Ausbeute von heute, zweimal Triggerfisch und einmal Doktorfisch. Zumindest 2 von den 3 werden super lecker schmecken. Und den 3. kriegen wir auch irgendwie runter. Einfach ein Traum, wie einfach sich beim Triggerfisch die Haut vom Fleisch und das Fleisch von den Gräten lösen lässt. Das hier auf unseren Tellern ist übrigens Drückerfisch. Sehr angenehm, sehr grobes Skelett, kaum Gräten und schön festes Fleisch. Und hier, das ist ein Doktorfisch. Der ist ein bisschen komplizierter, feinere Gräten, deswegen liegt der jetzt mal separat, aber das können wir eigentlich unbedenklich essen. Und Lecker. Schmeckt gut. Dazu gibt es Kartoffelpüree und hier so eine selbstgemachte Mango-Ingwer-Soße mit Zwiebeln. Ich glaube, die schmeckt auch. Ich darf nur nicht aufstehen, sonst sehen alle, dass ich in Unterhose hier sitze. Muaha. Waren jetzt alles leider ein bisschen kleinere Fische, aber bis auf den Hai habe ich leider keinen größeren Fisch gesehen. Und ein Hai, erstens war der ein bisschen sehr groß und zweitens würde ich auch keinen Hai killen. Abonnieren. Ja, haben wir draußen übrigens so ein richtiges Froschkonzert, ist das, glaube ich, Ja. die ganze Nacht über. Aber eigentlich ganz angenehm, 1000-mal angenehmer wie Musik. wo wir vorletzte Nacht standen. Am Parkplatz und dann bis 5 Uhr morgens volles Rohrmusik. Von einer kleinen Taco-Bude, wo kein Mensch war. Ja. Naja. Oh, ich bin gerade irgendwie ganz schön voll. Ich bin auch schon satt. Ja, bitte das Trinken.